Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich möchte euch heute 3 Aktien mit auf den Weg geben, die ich jetzt in meinem Depot gekauft habe bzw. nachgekauft habe. Denn wir stehen an einem sehr, sehr interessanten Punkt im Markt und ich bin davon überzeugt bzw. recht zuversichtlich, dass 2026 ein Jahr für Robotikaktien sein kann, wo wir eine ganz gute Performance sehen könnten. All das schauen wir uns gleich an. Doch bevor wir anfangen, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, gehen wir mal rein ins Video und fangen auch gleich schon an mit der ersten Aktie, die ich euch mitgebracht habe. Es handelt sich um Richtech Robotics. Was macht Richtech Robotics? Ihr seht es hier schon so ein bisschen in dem Bild von dem Video von der Firma. Man hat vor allem Service-Roboter, die speziell gut sind, eine Tätigkeit auszuführen. Und wir sehen es ja schon, in welchen Bereichen sie tätig sind, unter anderem zum Beispiel im Gastrogewerbe. Und hier glaube ich auch, dass wir entsprechend in den nächsten, auch 2026, vielleicht schon die ersten Durchbrüche mit größeren Partnerschaften und Verträgen sehen könnten, weshalb ich die Aktie jetzt nochmal aufgestockt habe. Ich habe die Aktie schon länger im Depot, schon seit einigen Monaten und habe jetzt nochmal die Kurschance, den Kursrücksetzer genutzt, nochmal nachzukaufen, weil ich glaube, dass der Nutzen oder die Nutzung jetzt immer mehr weiter verbreitet wird und dementsprechend die Aktie von Richtech Robotics auch entsprechend interessant wird. So, schauen wir uns mal den Chart an und hier sehen wir den Chart von Richtech und ja, die Aktie ist sehr, sehr volatil. Es ist ein kleines Unternehmen. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 670 Millionen Dollar. Also man muss hier schon wissen, in was man investiert, beziehungsweise man muss einfach damit umgehen können, dass es eine spekulative Aktie ist. Ihr seht, wie stark volatil die Aktie hier performt hat in den letzten Monaten. Wenn wir mal nur diesen Anstieg nehmen, dann waren das 300%, gefolgt von einem Kursrutsch von um die muss man kurz ausmessen, so um die 60%. Also die Volatilität ist extrem hoch bei diesen Aktien, aber auch die Chancen, weil ich glaube eben, dass gerade der Sektor Robotik, der aktuell noch so ein bisschen ja, unterschätzt wird, weil viele noch sagen, okay, das ist zu weit in der Zukunft, aber ich glaube, dass 2026 wirklich so ein bisschen ein Wachrütteln sein kann und wir dann einen Hype sehen, weil und durchaus vielleicht auch so eine erste Euphoriewelle, ja, wir sehen es auch, man nennt es auch Bubble Pop Cycle, also eine Blasenbildung, ja. Da sehen wir, ähnlich wie bei der Dotcom-Blase, dass wir zu einem ersten Hype bekommen, bevor sich die Modelle dann langfristig durchsetzen und entsprechend, ja, dieser erste Hype, der natürlich auch sehr, sehr brutal ist. Zum einen in die positive Richtung, wenn man nach oben mit dabei ist, aber auch natürlich nach unten. Und ich glaube eben, dass wir jetzt genau 2026 das tatsächlich vielleicht sehen könnten. Wie gesagt, das ist eine Spekulation meinerseits, ja, und wir möchten ja, wenn wir investieren wollen, beziehungsweise auch anders formuliert, wenn man je früher man dabei ist, desto mehr Rendite hat man natürlich auch am Ende, aber man weiß auch nicht, inwieweit das natürlich auch dann riskanter ist, weil es kann ja auch sein, dass es 2026 eben noch nicht so weit ist, aber ich glaube, die Chancen stehen ganz gut, weil wir jetzt eben von diesen Tests, ja, ich nenne es mal der Testphase, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten, hin zu breiten Nutzung gehen. Und das ist ja auch vor allem Tesla plant ja 2026 auch die Produktion, die Massenproduktion. Von daher glaube ich, dass es tatsächlich so ein bisschen auch mediengetrieben sein könnte, also dass das Thema mehr in den Medienfokus rückt und wir dadurch auch entsprechend mehr Interesse an den Aktien bekommen. Wenn wir uns mal jetzt den Aktienkurs anschauen, ich habe jetzt diesen Rücksetzer genutzt, weil ich ziemlich zuversichtlich bin, ja, dass wir hier diese Zwischenhochs hier bei $8 durchaus in relativ kurzer Zeit auch wieder erreichen können und beziehungsweise ist nur eine Frage der Zeit und ich habe Geduld, ja, ich traue der Aktie auch eine sehr, sehr gute Performance über die nächsten Jahre zu, denn der Sektor der Service-Roboter ist einer der Sektoren, wo ich die ersten Anwendungen sehen werde und wenn wir uns mal so die Gründe anschauen für Richtech Robotics, dann ist es eben genau dieses Einsatzgebiet, was ich so interessant finde. Ja? Alle klagen von Fachkräftemangel und von hohen Kosten und wenn man so einen Roboter hat, dann sind die Kosten über längere Zeit betrachtet geringer und das ist natürlich für die Anwender oder für die Unternehmen, die dann die Roboter kaufen und einsetzen, natürlich sehr, sehr interessant. Wir sprechen jetzt nicht gerade vom Restaurant von nebenan, sondern das sind dann eher so Hotelketten, Großküchen etc., wo dann diese Roboter eingesetzt werden, aber natürlich auch im Industriebereich haben wir es ja auch in dem Video teilweise schon gesehen. Und was ich auch sehr interessant finde, ist bei Richtech Robotics eben die Umstellung auf ein Abo-Modell und das ist grundsätzlich zum einen auch sehr gut angesehen an der Börse. Also
Ja, die Aktionäre, die honorieren das, weil das wiederkehrende Einnahmen sind, verlässliche Einkünfte. Ja, man kann damit planen und normalerweise ist das eben auch entsprechend positiv für die Aktie. Und man hat jetzt auch es geschafft, also Aufnahme in Russell 2000, 3000. Das ist jetzt auch so ein erster Meilenstein, wo man entsprechend auch dann an Relevanz gewinnt im Bereich des Investments, in der Investmentwelt. Und ja, nichtsdestotrotz, obwohl die positiven Faktoren meines Erachtens sehr überzeugend sind, gibt es natürlich auch Risiken. Und es ist einfach ein sehr junges Unternehmen. Wir sehen es hier an der Marktkapitalisierung, wenn wir hier mal in die Finanzdaten reingehen. Klar, 600 Millionen Marktkapitalisierung. Es ist noch am Anfang. Wir haben relativ bzw. kaum Umsätze. Deswegen können wir hier eigentlich auch kaum Fundamentalanalyse betreiben. Das einzig Wichtige ist eigentlich, und das sehen wir auch hier, das ist die Verschuldung, und die ist negativ. Man hat eine Finanzierung an den Markt gebracht, wo man sich nochmal frisches Geld besorgt hat, und genau das sehen wir hier. Und das ist eben wichtig, um seine Produkte zu skalieren. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt hier, wenn wir uns mal den Chart anschauen, tiefer als ja, 2,50 $ fallen. Also hier diese Trendlinie, die ich mal eingezeichnet habe, dass wir die nach unten durchbrechen, weil man eben einer der führenden Unternehmen in dem Bereich ist. Und es ist natürlich auch ein US-Unternehmen. Und ich denke, dass da eben der Trend auch neben China und Japan auch unter anderem mit anfangen wird. Deswegen sehe ich das ja als sehr, sehr interessante Kaufgelegenheit. Wie gesagt, ist keine Anlageberatung, aber ich habe die Chance genutzt, hier nochmal aufzustocken, weil ich eben glaube, dass die 2026 bei der Aktie durchaus höher stehen werden. Im besten Fall sogar hier bei knapp 12 $. Wir können auch mal gerne auf die Prognose schauen, und hier sehen wir, zwar covert das Unternehmen nur ein Analyst, aber auch der ist sehr, sehr bullisch, sieht die Aktie eigentlich auf eine Jahresprognose bei 6 $. Ich bin gespannt, wir werden es weiterhin verfolgen auf dem Kanal, daher in eigener Sache, lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben und Hype nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat und wenn euch das Video immer noch gefällt natürlich, und dann hoffe ich, dass wir uns ja, öfters bei Videos wiedersehen. So, gehen wir mal zur nächsten Aktie, und das ist auch eine sehr, sehr interessante Aktie, und das ist Surf Robotics. Wir sind hier, ich würde mal sagen, so ein ähnlicher Bereich, wenn wir uns hier mal das Video ansehen. Wir haben Lieferroboter, und Surf Robotics finde ich vielleicht sogar noch einen Ticken interessanterweise noch, ich würde sogar sagen, noch einen Schritt voraus sind. Also diese Lieferroboter sind auch schon groß im Einsatz in verschiedenen Städten in den USA, und es werden jetzt immer mehr Städte dazukommen, und das sehen wir hier eben auch an der Grafik. Ich habe euch hier mal 5 Gründe mitgebracht. Also wir sehen jetzt eben dieses Wachstum, man hat starke Partnerschaften, und das ist ganz, ganz wichtig. Also man hat hier eine Partnerschaft zum Beispiel mit Uber, mit DoorDash, die diese Lieferroboter einsetzen, und klar, die sind natürlich günstiger als jetzt menschliche Lieferpersonen, Lieferanten, und das Ziel ist ganz klar ausgeschrieben, 1 $ pro Lieferung, und da kann man eben nicht mit Menschen mithalten, und dementsprechend ist das hier ein sehr, sehr interessantes Einsatzgebiet von Robotern, und ich glaube, auch hier wird das Unternehmen seinen Weg gehen. Man ist hier Pionier, würde ich sagen, auch Marktführer, würde ich tatsächlich mal an der Stelle erwähnen. Und dementsprechend habe ich mir die Aktie ausgesucht und entsprechend auch nachgekauft. Ich habe Surf Robotics schon länger im Depot und habe jetzt hier auch nochmal den Rücksetzer genutzt, um entsprechend nachzukaufen. So, jetzt gucken wir uns mal die Aktie an. Da gehen wir jetzt mal in den Chart hinein und sehen, ja, die Aktie ist auch sehr, sehr volatil, und im Gegensatz zu Richtex Robotics haben wir jetzt keinen klaren Aufwärtstrend, sondern wir stagnieren eigentlich auf einem hohen Niveau, wenn wir mal schauen, wo wir eigentlich hergekommen sind, so von um die 5 $. Aber die Aktie stand auch schon mal deutlich höher bei 23 $, und ich denke, dass wir das auch durchaus 2026 erreichen werden. Ob wir uns da oben halten werden, das ist jetzt an der Stelle natürlich schwierig zu sagen, weil es eben so volatil ist, aber ich glaube, wir haben gute Chancen, da hinzulaufen, und vielleicht sogar, wenn der Hype groß genug ist, wenn dann die Nachrichten kommen, dass Tesla Optimus ist in Massenproduktion und erste werden ausgeliefert, dann schauen die Investoren auf ähnliche Aktien, dann wird das Thema Robotik groß gespielt, und darauf setze ich eben, und ja, hoffen wir dementsprechend auch viele von der Aktie. So, jetzt gucken wir uns auch hier mal die Finanzdaten an. Das ist eigentlich im Grunde ein ähnliches Unternehmen. Wir sehen es von der Marktkapitalisierung nicht arg viel größer, 750 Millionen US-Dollar.
Auch hier noch so gut wie keine Umsätze, aber das wird sich ändern. Ja, die Umsätze werden jetzt in den nächsten Quartalen kommen, da deutlich ansteigen. Und was natürlich auch wichtig ist, man hat keine Verschuldung. Das ist hier an der Stelle natürlich auch wichtig zu erwähnen. Ganz im Gegenteil, man hat ordentlich Cash, man hat 200 Millionen Dollar Cash, also auch nochmal deutlich mehr als Richtex Robotics. Man hat starke Partner. Also ich finde die Gesamtkombination hier bei Surf Robotics wirklich interessant. Und wenn wir uns mal die Prognose anschauen, immerhin 6 Analysten covern das Unternehmen, das ist auch schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass das Unternehmen auch mehr im Fokus ist, also auch ein bisschen ja, relevanter ist, sage ich mal, um es mal so auszudrücken. Und hier sehen wir auch ein durchschnittliches Kursziel von 90%. Also auch hier sehen die Analysten die Aktie bei 19 Dollar, also hier in dem oberen Bereich, was ich hier auch schon eingezeichnet habe. Und das ist quasi auch so mein Kursziel. Alles so bis 23 Dollar halte ich möglich. Und wenn es ganz gut läuft, vielleicht auch sogar darüber. Wie gesagt, es ist sehr, sehr volatil. Es ist eine sehr kleine Aktie, die noch ein sehr, sehr junges Unternehmen, was noch am Anfang steht. Dementsprechend muss man natürlich auch wissen, wie viel man hier hinein investieren möchte, aber ich finde es wirklich einen sehr, sehr interessanten Bereich und gerade der Use Case ist für mich auf jeden Fall da und vor allem auch dann der Mehrwert. So, kommen wir nun zu einer anderen Art von Unternehmen, das aber auch im Bereich Robotik zu Hause ist. Und hier schauen wir uns an, beziehungsweise ich habe investiert in die Aktie von Harmonic Drive Systems. Und Harmonic Drive ist der Marktführer bei Getrieben und die für jeden Roboter gebraucht werden. Und hier investiert man quasi in so einen Schaufelhersteller, der so in der zweiten Reihe steht, aber ohne den eigentlich nichts funktioniert, der eben eine der wichtigsten Komponenten liefert. Und auch hier würde ich sagen, sind wir noch sehr, sehr früh dran, zumindest was den Chart angeht, wenn wir uns den mal anschauen. Und wir haben jetzt hier im Gegensatz zu den anderen beiden Aktien ein größeres und etablierteres Unternehmen. Wir haben hier bei Richtex Harmonic Drives Systems entsprechende eine Marktdominanz. Wir sind auch eine sehr, sehr gute Marktposition. Wir sind hier Marktführer bei hochpräzisen Wellgetrieben. Also das ist eben das, wie sich Roboter am Ende bewegen. Und ja, dieser Wachstumstreiber Robotik, der kommt jetzt. Und es sind nicht nur die humanoiden Roboter, wo jetzt viele als erstes daran denken. Das ist eher so in die Zukunft. Ja, das ist nun so die nächsten Jahre im Hinblick von 2030. So die aktuelle Welle, die wir jetzt auch verstärkt sehen, ist Automatisierung in der Industrie oder eben diese Service-Roboter, also diese Nischenroboter, die natürlich auch schon diese Getriebe und diese Technik brauchen. Und wie gesagt, wir haben hier ein solides Unternehmen. Man hat strategische Partnerschaften auch entsprechend in der Industrie. Man ist da also sehr, sehr gut aufgestellt und dementsprechend finde ich die Aktie auch sehr, sehr spannend. Habe hier auf jeden Fall Aktien gekauft, das neu in mein Depot gekauft. Ich habe, glaube ich, hier einen gekauft und jetzt auch nochmal, weil ich mir überlegt habe, okay, das ist wirklich eine Aktie, ohne die nichts geht. Und wir haben jetzt hier einen Marktführer. Das heißt, die wird auch so schnell nicht angegriffen. Und dementsprechend glaube ich auch, dass wir hier gerade am Anfang sind einer womöglich größeren Rallye, beziehungsweise dass wir hier diese Allzeithochs sehen von 9.400 japanische Yen. Also ihr seht schon, wir sind auch jetzt nicht in den USA, sondern in Japan. Japan ist auch ein sehr futuristisches Land. Ja, sie sind auch sehr weit bei Robotik. Auch die Südkoreaner sind sehr weit bei Robotik, aber da ist es ein bisschen schwierig, in die Aktien zu investieren, weil die meistens nur in Südkorea gelistet sind und da gibt es leider nicht so viele Broker, bei denen man die Aktien kaufen kann. Und dementsprechend finde ich Harmonic Drive so eine der wirklich interessantesten Aktien, wenn man in den Bereich Robotik und humanoide Roboter investieren möchte und so ein bisschen ein solideres Unternehmen auch haben möchte. Gucken wir uns mal an, wie gesagt, Finanzdaten, größeres Unternehmen, 351 Milliarden japanische Yen. Wenn wir das dann mal umrechnen in US-Dollar, dann sind es so 2,3 Milliarden US-Dollar. Also es ist jetzt kein riesiges Unternehmen, aber ein solides aufgestelltes Unternehmen, was es schon seit vielen Jahren gibt. Wir haben dementsprechend auch schon ordentlich Umsätze, die in den letzten Jahren vielleicht zwar etwas zurückgegangen sind, aber ich glaube eben, dass das jetzt wieder an Fahrt gewinnen wird. Und ich bin sehr gespannt auf die nächsten Quartale und auf die nächsten Quartalszahlen, was wir da an Umsatzsteigerungen sehen werden und dann an Wachstum. Was mir sehr, sehr gut gefällt bei der Aktie, ist hier dieser Ausbruch. Also wir sind hier gerade mitten im Aufwärtstrend und ich hoffe, dass wir den weiter nach oben fortsetzen. Und ich hoffe, dass auch die Quartalszahlen entsprechend gut werden, dass der Ausblick gut wird. Das wird relevant. Wenn wir uns hier mal die Prognose anschauen bei der Aktie, 9 Analysten covern das Unternehmen, dann sehen wir, die durchschnittlichen Kursziele sind zwar gar nicht so hoch, aber ich glaube so ein bisschen, dass es vielleicht auch einfach nur unter dem Radar fliegt,
beziehungsweise dass das Potenzial aktuell noch nicht so eingepreist ist und dass wir eben wirklich hier eine gute Chance haben, gerade dabei sind, vielleicht ähnlich wie hier damals 2013, entsprechend eine neue große Wachstumswelle, einen neuen großen Aufwärtstrend zu sehen bei der Aktie. Wir sehen auch hier ein sehr, sehr hohes Kaufvolumen. Das ist auch immer ein sehr, sehr interessant, vor allem wenn die Aktie seitwärts bewegt. Das kann man auch als Akkumulationsphase ansehen, wenn man möchte. Also, dass tatsächlich mehr Geld in die Aktie, dass sich große institutionelle Investoren positionieren, weil sie eben schon ein bisschen mehr ahnen, vielleicht weil sie die gleichen Gedanken haben wie wir jetzt hier im Video. Und ja, bin mal gespannt. Wie gesagt, es wird sehr, sehr spannend. Ich halte sehr, sehr viel von 2026 für Robotik-Aktien. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Robotik-Aktien-Videos haben wollt, dann schauen wir uns die natürlich gerne an. Und ja, von den Fundamentalkennzahlen können wir hier natürlich ein bisschen mehr analysieren. Das habe ich bei den anderen jetzt nicht gemacht, weil es eben nicht ganz so relevant ist, weil man hier natürlich keinen Umsatz hat. Wie will man dann einen KUV machen, wenn die Aktie einfach keinen Umsatz hat? Aber hier haben wir Umsatz und hier sehen wir haben ein Kursumsatzverhältnis von aktuell so knapp 6. Das ist jetzt im Vergleich zur Historie, ich sag mal im oberen Mittelfeld. Klar, die Aktie war hier mal günstig, aber wir sind hier in einem ganz anderen Umfeld. Wir sind jetzt eher in einem gehypteren Umfeld und tatsächlich glaube ich, dass wenn es eben so ein richtiger Hype reinkommt, dass wir auch deutlich zweistellige Kursumsatzverhältnisse sehen. Also tatsächlich so ein Kurspotenzial. Man weiß nie, wann es losgeht. Es kann 2026 sein, es kann auch länger dauern bis 2027, 2028 hinein. Aber ich glaube eben, dass die Aussichten in den nächsten 5 Jahren wirklich gut sind. Und deswegen ist es eine Aktie, die ich auch definitiv länger halten werde. Ja, ansonsten Bruttomarge hat so ein bisschen gelitten. Ja, natürlich klar, wenn man jetzt mehr Produkte, mehr Umsatz generiert, Umsatzwachstum vor allem hat, das ist das, was wir sehen wollen. Skalierungseffekte, dann kann man vielleicht also die Bruttomarge verbessern, dann kommt man wieder in bessere Profitabilitätszonen. Aktuell haben wir so eine sehr, sehr niedrige Nettogewinnmarge von etwas über 2%. Also ist tatsächlich nicht so der Rede wert. Deswegen ist auch das KGV gerade so extrem hoch. Aber ich glaube, dass eben jetzt sehr, sehr positive Zeiten bevorstehen werden und wir dann entsprechend auch davon profitieren können. Wie gesagt, das waren meine 3 Aktien für 2026, die ich jetzt vor kurzem in meinem Portfolio gekauft habe, beziehungsweise nachgekauft habe. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von den Aktien haltet und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und ciao.